Howdy! Heute ist Montag, der 16. Mai 2022. Ich glaube, es ist der 32. Tag heute hier auf dem PCT. Das verschwimmt alles irgendwie. Ist auch nicht so wichtig, wirklich. Ja, bin jetzt hier ein paar Meilen hinter Green Valley, was da unten so im Tal liegt. Dieses Green Valley, deswegen heißt das vielleicht auch so. Ja. Bin gestern von Agua Dulce, also eigentlich von Vasquez Rocks, los. Da hatte ich mit dem Stuart, heißt er, aus Texas, zusammen gecowboy-campt. Also wir waren ein Stück weit voneinander entfernt, aber wir sind da zusammen die letzten 2 Meilen, glaube ich, bis Vasquez Rocks zusammengelaufen. Wurde dann auch schon dunkel. Ja, so sind wir dann auch aufeinander gestoßen, der Stuart und ich. Also der ist 56, hat er gesagt, glaube ich, ja. Ganz sympathischer Kerl. Als es dunkel wurde, hatte ich mir den Rucksack kurz abgesetzt, um meine Stirnlampe rauszuholen. Und nebenbei hatte ich Kopfhörer am Ohr an so einer, es war relativ buschig, also so links und rechts von Felsen und Büschen umgeben. Dann wurde es dazu noch dunkel, also schon so eine spooky Gegend da. Hatte Kopfhörer am Ohr, gerade die letzte Folge Fest und Flauschig mit Sibylle Berg gehört als Gast. Nicht gut. Gefällt mir gar nicht, wenn die beiden Gäste haben. Aber gut. Jedenfalls Fest und Flauschig im Ohr. Rucksack vor den Füßen. Eigentlich stand ich mitten auf dem Weg, weil der Weg ist hier nicht so breit einfach. Ich stand mitten auf dem Weg, habe nach unten geguckt, Kram in meinem Rucksack. Und als ich nach oben gucke, steht da dieser Stuart vor mir und hat schon irgendwas erzählt. Ich habe einen mega Schreck bekommen. Ja, und er hatte vorher wohl auch einen Schreck bekommen, weil ich ab und zu offensichtlich gelacht habe vor ihm. Also er lief ja dann offensichtlich hinter mir und durch den Podcast habe ich dann ab und an mal wohl gelacht. Das fand er ein bisschen creepy da in der Gegend. Das hat auch super gepasst. Zusätzlich ist hier so ein Typ unterwegs, James Perillo. Ist wohl kein guter Mensch. Der hat nicht so schöne Sachen gemacht. Der ist aber trotzdem auf freiem Fuß hier. Und genauso hier in der Gegend unterwegs. Also dachte der Stuart, oh, wenn das mal nicht dieser James Perillo ist. Ich habe an den gar nicht gedacht, naja. Ja, so sind wir dann die letzten Meilen im Dunkeln bis zu den Vasquez Rocks gelaufen. Zusammen da Cowboy gecampt. Das war richtig gut. Ich habe allerdings nicht so gut geschlafen, weil da ein Highway in der Nähe ist und der relativ laut ist. Ich habe zwar immer Ohrenstöpsel drin und die Schlafbrille auf. Der Mond, der war so hell, Vollmond, aber trotzdem gut geschlafen hatte ich nicht. Naja, nächster Morgen dann, gestern, ging es relativ flott nach Agua Dulce rein. Waren nur noch 2 Meilen oder sowas. Da mit dem Stuart
gut gefrühstückt, der ist dann schon vorgelaufen. Und ich bin dann irgendwann so, weiß nicht, gegen 11 oder so los. Puh. Ja. Auf der Karte bzw. in der App, die hier alle benutzen, ich auch, Farout, sind so Wasserstellen eingezeichnet oder markiert, wie auch immer. Die nächste Wasserstelle von Agua Dulce, die lag dann so 15 Meilen entfernt oder 10, sowas zwischen 10 und 15. Relativ weit weg schon. Hat aber genug Wasser dabei, eigentlich so 3,5, 4 Liter. Bis dahin dachte ich mir, komme ich schon. Naja, und dann kam ich da an dieser Wasserstelle. Und dann war das tatsächlich nur, ja, so 60 mal 60 Zentimeter quadratisch mit Holz umschlagen, irgendwie so ein Loch. Da ragte so ein Rohr rein und das Rohr konnte man zwar anheben, also in der App stand was von Piped Spring, also es sind eigentlich gute Wasserquellen, wenn das Wasser immer so kanalisiert wird und ja, aus so einem Pipe, aus so einem Rohr halt rauskommt, dann fließt es also so ein Stück weit. Das ist immer ganz gut, also besser fließendes Wasser als stehendes Wasser. Naja, das Rohr war so dick ungefähr. Ich hab's angehoben, also es war mitten, also das Rohrende tauchte so ins Wasser. Hab's angehoben, da floss gar nichts. Also war das einfach nur ein stehender Wassertümpel, irgendwie so ein kleines, also so wirklich ein Biotop. Ja, da schwammen irgendwelche Fliegen drin und irgendwelche, weiß ich nicht, Mikroben, keine Ahnung was das ist, oder so kleine Tierchen halt, die man sonst im Aquariumladen bekommt, um seine Fische zu füttern. Blätter waren da drin. Ja, und als ich da ankam an der Stelle, hatte sich da auch, habe ihn leider gestört, den kleinen Freund, aber da hatte sich ein Vogel gebadet, der hat da gerade schön sein Gefieder in dem Wasser gewaschen. Muss auch mal sein. Ja, jedenfalls war das die Wasserstelle. Nicht so gut. Dachte mir, da trinkst du keinen einzigen Schluck draus, auch wenn du das 3-mal filterst und da 5 Wassertabletten reinhaust. Nee, mach ich nicht. Ja, habe ich auch nicht gemacht. Hatte dann an der Stelle dann noch so 1,2 Liter und eine Dose Gemüsesaft dabei. Den Gemüsesaft habe ich gleich getrunken an Ort und Stelle. Dann mir noch eine Tasse Elektrolyte in Wasser aufgelöst. Eine Tasse Elektrolyte in Wasser aufgelöst. Also Elektrolyte mit Wasser in der Tasse aufgelöst, so rum. Das getrunken und dachte, naja, nächste Wasserstelle 15 Meilen. Irgendeine Fire Station hinter Green Valley. Das war so, weiß ich nicht, mittags. Dachte mir, naja, Zähne zusammenbeißen, das schaffst du schon. 15 Meilen sind 24 Kilometer. Hatte da schon, ja, vielleicht, insgesamt wären es 40 Kilometer gewesen. Also war ich da schon ein bisschen unterwegs. Naja, ja, lauf so und das war so wie hier, nur nicht so schattig. Und die Sonne brannte richtig. Hab mir mein Wasser eingeteilt, also hab mir gesagt, okay, hab hier einen Wasserschlauch. Dachte mir, okay,
jede halbe Stunde 3 Schlucke aus diesem Wasserschlauch. Kommst du hin. Naja, hat da nicht gereicht. Also durch die Anstiege, die mega anstrengend sind auch natürlich. Bei dem Wetter, bei der Hitze, also locker über 30 Grad. 15. Mai. Ja, also ich wundere mich über die Leute, die jetzt im Mai loslaufen von Campo, wie die das überleben wollen. Naja, ja, hat nicht gereicht. Die Sonne hat mich gebraten. Ich habe geschwitzt, also richtig, ja, mich hat es richtig ausgetrocknet. So habe ich mich dann auch gefühlt nach einer Weile. Also so, ich glaube, ich hatte erst so ein kleines Hoch. Da ging es relativ gut. Und dann kam aber relativ schnell der Hammer danach, so gegen 17 Uhr oder was, wo ich dachte, puh, jetzt musst du aufpassen, lieber also ein bisschen langsamer laufen. Die Sonne brennt noch von oben richtig. Also jetzt ist auch 3:30 und die steht noch relativ weit oben. Und ja, ein bisschen windig, also den Wind merkt man nicht, aber es ist jetzt nicht so heiß wie gestern. Naja. Ja, und gegen 17 Uhr kam dann so ein kleiner Hammer, wo ich dachte, oh, jetzt musst du ein bisschen langsamer laufen. Habe ich dann auch gemacht. Und irgendwann dachte ich einfach nur, egal, die nächste Möglichkeit, irgendwie ein Zelt aufzuschlagen, die nutze ich jetzt hier. Also wie man sieht, so viele Möglichkeiten gibt es hier nicht. Das ist echt handverlesen. Teilweise muss man dann Meilen laufen, zurücklegen, obwohl es eigentlich nicht mehr geht. Aber man kann auch nicht hier mitten auf dem Weg pennen oder irgendwo rechts oder links, weil es so abschüssig ist. Da ist Schlafen unmöglich. Naja, ja, irgendwann habe ich dann eine Stelle gefunden, ruckzuck Zelt aufgebaut, mich hingelegt, war richtig durstig, also schon dehydrated, wie sagt man, naja, dehydriert, genau, richtig dehydriert auf jeden Fall. Hab dann im Zelt gelegen, dachte, jetzt bist du doch so erschöpft heute, waren trotzdem über 30 Kilometer gestern, dachte, na, wirst ja schnell schlafen, aber nix. Irgendwie, wenn man Durst hat, kann man nicht schlafen. Auch eine Erkenntnis. Also das ist so, wie wenn man nachts oder vorm Schlafen zur Toilette muss. Da lässt einen der Körper auch nicht schlafen, sondern da ist ein Bedürfnis, was da vorgeht. Und das ist mit Durst irgendwie genauso offensichtlich. Wusste ich vorher so in dem Ausmaß auch nicht. Woher auch? Oder naja, also in unserer privilegierten Welt, wenn man Durst hat, geht man an den Kühlschrank oder zum Wasserhahn oder keine Ahnung, hat ein Glas Wasser neben dem Bett stehen, trinkt einen Schluck und dann ist das Bedürfnis befriedigt und dann schläft man selig ein. Das ging gestern nicht so ganz. Hab dann noch, also ich habe 3 Wasserbehältnisse dabei. Ein Art Wasserschlauch, da passt 1 Liter rein mit einem Wasserfilter oben drauf. Da kann man direkt in den Schlauch Wasser rein tun, Filter raufschrauben und daraus trinken. Dann eine 1 Liter Smart Water Flasche und mein Wasserschlauch im Rucksack. Und dann kam mir die Idee, ach, da ist doch bestimmt noch ein Schluck drin überall. War auch, also ein paar Tropfen habe ich da noch rausgedrückt jeweils. Das hat so ein bisschen, also das war ein Tropfen, nicht der Rede wert. Aber puh, das war eine Erfahrung. Und dann lag ich da im Zelt, dachte so, wow, jetzt bist du hier. Oh, eine kleine Schlange. Schreck. Ging mir gestern auch so, aber da komme ich noch zu. Ja, dachte mir, jetzt bist du hier mitten in der Wildnis, also ja, auf dem PCT, aber also ich habe so 7 Meilen, bis 7 Meilen, also von den 15 Meilen, die ich hätte gehen müssen, von dieser schlechten Wasserstelle bis zu dieser Feuerstation, also bis zu dieser Feuerwehr,
Fire Station, habe ich 8 Meilen geschafft von den 15 und 7 Meilen waren noch über. Die hätte ich also noch gehen müssen, hätte ich aber nicht mehr geschafft. Auf keinen Fall. Also ich wäre einfach umgekippt. Das ging mir beim Zeltaufbauen schon so. Ich habe so eine Luftmatratze, so eine Thermarest zum Aufblasen. Das hat gefühlt ewig gedauert und mir wurde 3-mal schummrig beim Aufpusten. Also wenn ich weitergelaufen wäre, wäre ich irgendwo einfach nur umgekippt. Ja. Dann lag ich da so im Zelt und dachte, Mensch, interessante Situation, nicht wirklich angenehm, irgendwo zu liegen, keinen einzigen Tropfen Wasser dabei zu haben und ja, nicht in Reichweite. Also das nächste Wasser war für mich in der Situation einfach unerreichbar. Da hätte auch die nächste Wasserstelle auf dem Mond sein können. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Also unerreichbar. Das war so kurzweilig so das Gefühl von, dachte ich, Mensch, so muss vielleicht Ersticken sein oder so, wenn man einfach an einem Ort oder in einer Situation ist, in der ja elementare Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden können und der Körper einfach schlapp macht oder so. Also war jetzt nicht so ganz so krass, aber das war so ein Gedanke, den ich dabei hatte. Und das war so weit weg. Also das, ja, naja. Interessante Erfahrung jedenfalls. Ja, habe dann auch semi-gut geschlafen, weil das Zelt auch dann an einer Stelle stand, die nicht so ganz eben war. Also musste ich dann ja nachts immer mal wieder hochrutschen im Zelt auf der Matratze, weil es abschüssig war und ich immer runtergerutscht bin nachts. Also geschlafen habe ich nicht wirklich. Nicht wirklich gut. Bin dann heute Morgen so gegen kurz vor 7 Augen aufgemacht. 7:30 los und bin dann auf so einem, also den Trail noch ein Stück weit gelaufen und dann führte so ein Forstweg auch nach Green Valley, also über die andere Seite nach Green Valley in den Ort. Über den bin ich dann gelaufen. Das waren nur 6 Kilometer statt 7 Meilen, den normalen Weg. Können wir jetzt auch fragen, ja, warum hat er das dann nicht gestern gemacht oder davor? Auch 6 Kilometer wären nicht drin gewesen. Ja. Bin dann heute Morgen nach Green Valley gelaufen. 6 Kilometer, eine Stunde. Relativ flink eigentlich, ja, dafür, dass ich keinen Tropfen Wasser hatte. Und habe dann da erstmal an so einer kleinen Tankstelle, also Tankstelle ist übertrieben, also da ist eine Zapfsäule und ein kleiner Supermarkt ist auch übertrieben. Ein kleiner Tante-Emma-Laden, also mit Gütern des täglichen Bedarfs. Da habe ich dann erstmal 3,5 Stunden abgehangen. Das erste, was ich getan habe, war mir 2 riesen Flaschen Gatorade reinzudrehen. 3 Sandwiches habe ich da gegessen. Ja, mich ausgeruht, Wasser getrunken, Cola getrunken, Fanta getrunken, Gatorade getrunken, Vitaminwater getrunken, Kaffee getrunken. Ja, das war richtig gut. Und jetzt bin ich sehr, sehr erfrischt. Am nächsten Tag, 3:30 ist jetzt. Ich fühle mich richtig gut nach der Pause auch und nach dem vielen Trinken heute. Habe mir jetzt auch gedacht, ich schleppe jetzt immer so eine Notration Gatorade, also eine Flasche tatsächlich, kein Pulver zum Mischen, sondern eine Flasche Gatorade isotonisch Zeugs irgendwie mit mir rum. Oder eine Not-Cola geht auch. Ja, weil das will ich nicht nochmal erleben. Das war nicht angenehm. Ja, dabei wäre der eigentliche Höhepunkt gestern gewesen. So wie jetzt, lauf so über den Weg
hatte noch ein Hörbuch im Ohr, lauf so und träum so vor mich hin und plötzlich baut sich rechts vor meinen Füßen, ganz plötzlich, also es war ein Sekundenbruchteil, baut sich rechts vor meinen Füßen eine Klapperschlange auf. Aber richtig, also nicht so wie die ich bisher gesehen habe, die sich nicht bedroht gefühlt haben und einfach langsam und gemächlich im Busch verschwunden sind, ohne zu klappern, ohne sich zu kräuseln, sondern die hat geklappert, aber richtig und ganz plötzlich. Hätte ich auch mit Kopfhörern gehört, das wäre nicht das Ding gewesen. Hat sich zusammengekräuselt, also die hat sich wirklich bedroht gefühlt, leider. Ich habe die nicht gesehen. Und das ist ja das Ding, wenn die sich so kräuseln und klappern. Das Kräuseln ist ja wie so eine Sprungfeder. Hätte noch einen Moment, wenn ich die nicht gesehen hätte und direkt dicht an der, also es wären 10 cm oder so, wäre ich vorbeigelaufen, wenn ich weitergelaufen wäre. Dann hätte die ihre Sprungfeder wahrscheinlich schnappen lassen. Ja, auch nicht schlecht. Das war, ich habe da nichts getan. Wir haben uns beide voneinander erschreckt. Tut mir auch leid, dass ich irgendwie ihren Mittagsschlaf vielleicht gestört habe oder so. Aber es war auch eine interessante Erfahrung. Mal sehen, was da noch so passiert. Naja, war aber eine relativ große. Also wenn die gebissen hätte, dann wäre nicht viel passiert. Also entweder schießen die Großen mit Platzpatronen oder können ihre Giftdosis können die schon regulieren. Also da geht nicht so viel Gift raus. Also man fühlt sich dann mal 3 Tage nicht so gut. Aber die Kleinen sind fies. Die Kleinen, die können es nämlich noch nicht mit dem regulieren. Das waren die Kopfhörer. Ja, naja. Also 2 Höhepunkte gestern. Einmal die Klapperschlangen. Die Klapperschlangen klapperte, bis ihre Klapper schlapper klangen. Ja. Und das mit dem Wasser. Ja. Und eben gab es auch, bin jetzt hier den Berg hoch, jetzt, merkt man wahrscheinlich, dass ich nicht mehr so schnaufe wie ein Dampfrost. Jetzt ist hier ganz entspannt, also jetzt geht es hier auf der anderen Seite den Berg wieder runter, so ist das eigentlich seit Tagen. Berg hoch, Berg runter, serpentinenmäßig arbeitet man sich hoch auf der einen Seite, serpentinenmäßig arbeitet man sich runter. Und hier auf der anderen Seite, berghochwärts, laufe ich so und sehe so im Augenwinkel vor mir so eine schwarze Tüte mit einem weißen Smiley drauf, mit einem großen weißen Smiley drauf. Ich dachte so, was kann das sein? Jemand seinen Müll abgeladen, also es war so eine Supermarkttüte. Ja, tatsächlich waren da Biere drin, also Dosenbier. Pacifico aus Mexiko. 2 waren noch drin und musste leider ein Bier trinken. Ja. War ganz gut, war zwar warm, also vielleicht 35, 36 Grad würde ich jetzt schätzen. Warm, aber immerhin Flüssigkeit, Bier und ich musste das nicht da hochtragen. Das ist ja das Tollste an diesem Trail Magic Zeugs, dass da plötzlich in der Landschaft irgendwelche Sachen stehen, die man nicht vermutet